Jetzt stehe ich hier mit dem jung gebliebenen Peter Pan Rep aus den Niederlanden, der seit 50 Jahren auf die Spielwarenmesse in Nürnberg kommt. Ja, das stimmt, hast du recht, stimmt genau. Hallo, mein Lieber, geht's dir gut? So sagt Liebe gegen mich. Ne? Ja, natürlich. Das ist prima. Du Klar. strahlst nur wie die Sonne. 50 Jahre bist du hier. Ja, das stimmt genau. Wie gefällt's dir dieses Jahr? Das ist das letzte Jahr. Oh, warum das denn? Ja, muss man auch privat noch ein bisschen Leben haben. Ne? Oh, okay. Ja. Aber das ist doch nur so eine kleine Woche im Jahr. Da können wir doch nicht auf dich verzichten. Nee, aber pass auf, wir stellen nicht in meinen Stand auf den fasten Platz, jetzt nicht mehr. Wir laufen auch rund. Ja? Wir sind Agent, freie Handelsvertreter heißt das in Deutsch. Okay, Und wir jetzt. vertreten dann, lass mal sagen, auf diesem Moment 12 verschiedene Hersteller. Da laufen wir von Halle 12 nach Halle 1 und das 4-mal auf einen Tag. Da hast du so um die 20.000 So, okay. Schritte am Tag auf jeden So. Fall locker gemeistert, oder? Und deswegen macht mein Sohn das jetzt weiter und ich habe gesagt, ich mach Schluss. Okay, und der nimmt dann immer die Live-Kamera für dich mit und dann schaust du, ob der auch alles richtig macht. So ist es, so ist es. Dann sag mir doch mal, wenn du seit 50 Jahren hier bei uns bist, Ja. was sind denn so die Highlights, die dir im Kopf bleiben oder im Kopf Naja, geblieben sind? ich arbeite auch seit, lass mal sagen, 1970 in Spielzeug. Dann redet man nur Spielzeug. Ja, Und man spielt auch gerne, oder? ja, das stimmt, genau. Es gibt auch viel Spaß. Und was hier in Nürnberg, was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Organisation von der Spielwarenmesse, die ist hervorragend. Das ist alles gut organisiert. Und am Beispiel auch die Locations und auch mit dem Metro. Man kann hier mit dem Metro fantastisch, kann man hin und her. Ja, das ist da sind natürlich in der Welt viele Spielwarenmessen. Kleine, aber so groß und so gut organisiert wie diese, keine. Oh, das ist schon mal ein ganz, ganz tolles Feedback. Nee, da kann Vielen ich Dank sagen, an dieser Stelle. ich wollte es auch gerne sagen für Fernsehen, dass die Leute auch wissen, wenn man etwas wissen will von Spielzeug, dann ist die Nürnberger Messe absolut spitze. Top. Top, top, so sagt ihr das So in den ist- Niederlanden. so ist es top, Aber dann ja. gibt es doch bestimmt noch die ein oder andere Insider-Story, die du mir erzählen kannst aus den vergangenen Jahren. Oder irgendwelche Highlights, die passiert sind, abgesehen von der großartigen Organisation. Ja, aber was alles passiert ist, hat sich natürlich in die 50 Jahre geändert. Da im Anfang waren noch kleine Hersteller und jetzt hat man natürlich auch in Spielzeug viel Brandnames. Lego, Playmobil, Barbie, und das ist natürlich die letzten Jahre mehr und mehr geworden. Das bedeutet, die kleineren Hersteller bleiben noch immer hier hinkommen, um auch die Ware zu verkaufen. Und was natürlich, das ist das meist Wichtige, hier, es ist kein Platz in der Welt, wo Spielzeug so viel zusammenkommt. Das ist nur hier in Nürnberg. Und dann wegen Witze. Ja, wenn ich Ihnen das sage, dann schreibe ich ein Buch. Bitte, bitte, wir haben Zeit. Nee, aber was ist Witze? Ja, das hast du mir überfragt. Da bin ich jetzt überfragt. Weil ich weiß nur, dass wir alle hier, auch die Leute hier von Androni und andere Hersteller, deutsche Hersteller, Bettach, Playmobil und so weiter, ja, die machen alle viel Spaß. Was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, in die Spielzeugindustrie oder dich mit Spielzeugen zu befassen, dort eben deine Berufung zu finden? Warum? Ich war da damals in 1970 bin ich da angefangen. Ich bin in 1949 auf die Welt gekommen. Warum machst du Fernsehen? Ich wurde da reingeboren. Ich kam dann einfach Und dahin. Ne? ich bin ins Spielzeug reingekommen und nicht mehr rausgegangen. Oder hast du dir einfach gedacht, damals gab es einfach noch nicht Nee, so aber viel das- Spielzeug und du hast dir gedacht, da muss Nee. doch noch mehr sein. Nee, das war so, ich wollte mal gerne verkaufen. Okay, yes. Ja, und man kann verkaufen Spielzeug, man kann verkaufen Autos, Mobile oder so. Ich habe damals gedacht, okay, eine Familie von mir hat einen Großhändler, war Großhändler in Spielzeug, Firma Kempenaar aus Holland. Und da bin ich angefangen und dann weiter Schritt für Schritt, jetzt zu meiner eigenen Firma, klar. Und dein Sohn tritt in Mein- deine Fußstapfen. Ja, der hat vor 3 Jahren zurück hat er das Geschäft übernommen. Und ich bin jetzt 50 Jahre hier und ich bin noch gesund, meine Frau ist noch gesund. Wir haben drei gesunde Enkelkinder und jetzt ist es Zeit, um zu sagen Stopp.
Dann sag mir aber mal, in diesem Jahr hast du jetzt schon Spielzeug gefunden, wo du sagst, das will ich auf jeden Fall meinen Enkeln mitbringen. Das ist ein Highlight für mich, das ist was Besonderes? Auf diesem Moment sind meine Enkelkinder sind in die Ehe, Alter, dass die nicht mehr so mit Spielzeug spielen. Aber das ist natürlich was auch fantastisch ist für die Kinder. Das ist auch lehrsam, können die ja lernen die auch von. Das ist kreatives Spielzeug. Ja, und die Scooters, die sind die letzte Zeit sehr gekommen. Aber ja, alles ist eigentlich Holzspielzeug. Geh mal weiter, alles. Ja. Alles. Es ist alles bunt gemischt, aber wir merken ja auch in den letzten Jahren, Toys Go Green, Nachhaltigkeit wird immer wieder groß gesprochen. Man will wieder zurück zu den alten naturellen Materialien. Wenn ich damals angefangen habe, wird niemals gesagt, es muss Safety sein oder so. Da wird nicht drüber geredet. Aber das ist von den letzten 10, 15 Jahren. Und glücklich, dass man nicht mehr Ware verkauft, was nicht Safety ist. Wir müssen natürlich auch, wir sind verantwortlich auch für die Kinder. Aber erzähl noch mal ein bisschen was über eure eigenen Produkte. Komm, über deine Produkte. Na, wir haben so viele verschiedene Produkte. Wir sind jetzt hier bei Androni. Das wird hergestellt in Italien. Diese Firma ist absolut auf diesem Moment, muss man aufpassen, was man sagt, aber die ist Nummer 1 in Qualität von Sommerspielwaren. Das siehst du auf die Emma-Sets und so weiter und so weiter hier. Das ist prima. Dann haben wir auch noch einen Hersteller, Mondo aus Italien, der macht Fußballer. Ja? Dann haben wir, müssen wir nachdenken, dann haben wir noch Slimy, dann haben wir noch Playmice. Ja, das sind alle... Playmice. Da habe ich gestern mal probiert. Hast du schon mal probiert? Man kann das essen. Ist dafür nicht gedacht. Pass auf. Geht. Aber das kann man mit Slimy... Auch? Das kann man auch essen. Ach, siehst du. Und das wollte ich sagen. Man müsste natürlich... Und das ist das Vorteil die letzten 15 Jahre, 20 Jahre vielleicht, dass man Safety-Spielzeug verkauft. Das ist so wichtig. Das ist immer mein Wunsch auch gewesen, um Ware zu verkaufen, Qualität. Und nicht, wo Probleme mehr sind mit den Kindern.